Hey, viele haben es sich gewünscht. Heute gibt es ein zweites Mobility-Video von mir. Das Piriformis-Video, das kam wirklich sehr gut an, hätte ich nicht gedacht. Deswegen werde ich heute mal den zweitwichtigsten Muskel vorstellen, der bei mir immer verkürzt ist, gleich nach dem Piriformis, der Beinbeuger. Es kamen dann viele Fragen, wie dehne ich meinen Beinbeuger richtig auf? Also ich werde euch jetzt mal zeigen, wie ich meinen Beinbeuger aufdehne und wieso und weshalb. Also, viele die denken sich so oder dehnen den Beinbeuger, indem sie das hier machen. Das hier. Das ist so das typische Ding, oh, so dehne ich meinen Beinbeuger auf. Dann wippe ich hier noch ein bisschen rum und achtet mal auf meinen Rücken. Der ist jetzt rund. Zweiter Punkt. Wenn ich den Beinbeuger jetzt richtig dehnen wollen würde, müsste die Brust hoch und ich müsste so runter. Wie beim rumänischen Kreuzheben. Aber wenn ihr jetzt schon mal einen Beckenschiefstand habt und ihr dehnt euch so und dann habt ihr die eine Seite mehr verkürzt wie die oder ihr habt eine dominantere Seite und es gibt immer eine dominantere Seite und eine schwächere Seite, dann passiert das hier. Geh mal hinter mich. Also, die Seite ist jetzt mehr verkürzt wie die, also passiert das. Übertrieben jetzt. Also dehne ich die eine Seite mehr auf wie die und dann geht es los mit Beckenschiefstand, Beinlängendifferenz, wenn wir eh schon dabei sind, ist der totale Quatsch. Also diejenigen, die wo so einen Beinlängenunterschied haben, eine Differenz, meistens sind so 1,5 cm, 2 cm, bitte lasst euch niemals von dem Orthopäden Einlagen aufschwatzen, das ist alles nur Geldmacherei, wenn ihr nicht wirklich von Geburt an schon einen Beinlängenunterschied habt, dass wirklich das Bein länger ist wie das andere, weil im Normalfall bei 95% aller ist es höchstens ein Beckenschiefstand und ein Beckenschiefstand ist meistens oder einfach nur muskulär bedingt, dass jetzt ein Muskel mehr verkürzt ist wie das andere und dann verdreht es euch. Und deswegen die Hüfte, die müsst ihr euch aufdehnen. Und jetzt zu der Dehnübung, die so viele machen, die ich jetzt gerade gezeigt habe. Dadurch bringt ihr diesen Unterschied bzw. diese Disbalance nicht raus. Also ich zeige euch jetzt, wie ich meinen Beinbeuger dehne. Und zwar per Einzelaufhängung. Immer am Tisch. Ich tue jetzt das Bein hoch, genau, film mal von der Seite. Und jetzt ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel, wir fangen so an. Jetzt ist es wichtig, ihr kennt bestimmt die Jogger, die wohl am Straßenrand sind, die wo dann so halbherzig so rumwippen und andehnen, das hier machen. Schaut mal her, schau mal davor, wie weit ich davor komme. Schau mal. Und mein Bein ist durchgestreckt. Aber wisst ihr was? Das hat null mit Beweglichkeit zu tun oder dass mein Beuger jetzt nicht verkürzt ist. Weil jetzt zeige ich euch was. Wenn ihr den Beuger dehnen wollt, das ist so Rücken, das ist so, mich staucht es komplett zusammen und so machen auch viele Kreuzheben. Wenn ich meinen Beuger dehnen will, dann kommt die Brust hoch, mein Rücken, der ist durch, hinten, das siehst du, ist durch und jetzt merke ich das schon, indem ich meine Brust raus tue, Hohlkreuz mache. Das mache ich übrigens nicht beim Kreuzheben. Da merke ich schon hier die Spannung. Wenn ich jetzt ein Messer inhalte, würde es machen, weil so eine Spannung drauf ist. Und jetzt versuche ich, Brust heraus zu lassen und schaue, dass es zur Beckenkippung kommt. Das heißt, mein Becken muss kippen, so, ohne dass der Rücken einrundet. Weil das kann jeder. Du dehnst den Beuger nur, wenn es gerade ist und das Becken gekippt wird. Warum? Der Beinbeuger, der setzt hier am Becken an. Der lange Kopf, der ist hier innen, der geht innen hier so durch, hier vor, zack, und ja, hinten am Becken. Und wenn der verkürzt ist, verhindert es, dass es eben zur Beckenkippung kommt. Und so entsteht auch, das ist auch ein Grund, der häufigste Grund mit, warum ein Buttwink entsteht, Verkürzungen. Ich mache zum Beispiel mit jedem, der zu mir kommt, bevor es zum Kreuzen geht, zur Kniebeuge, einen Muskelfunktionstest. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das macht, ob es überhaupt möglich ist, eine saubere Kniebeuge- oder Kreuzhebtechnik auszuführen, muskulär. Das macht keinen Sinn. Und jetzt ist es so, bei mir ist es immer so, okay, mein rechter Beuger, der ist mehr verkürzt wie der linke und das weiß ich, weil ich habe es rausgefunden. Also dehne ich den hier viel intensiver
wie den anderen. Den anderen, den ich mehr halbherzig. Warum? Die Seite, die wo mehr verkürzt ist, die muss ich natürlich mehr aufdehnen. Wenn ich jetzt die Seite, wo ich eh schon keine Spannung habe, genauso mit der Intensität dehnen, wie die wo so extrem auf Spannung ist, dann werde ich das Problem nie mehr los. Dann bleibt es so. Deswegen Einzelaufhängung. Immer einzeln dehnen. Jawohl, dann der nächste Punkt. Wenn ich jetzt meinen Fuß ausstrecke, hier vorne, dann habe ich viel mehr Druck auf den Beuger. Wenn ich jetzt die Zehen anziehe, das werdet ihr dann auch gleich merken, dann dehnt ihr mehr die Wade und hier vorne das. So ich dehne häufig einfach so, ich will den Fokus voll auf den Beuger. Ja, und dann wechsle ich. Das ist auch wichtig, wie ihr steht. Ich schaue halt, dass die Hüfte gerade ist. Oh Gott, jetzt kriege ich einen Krampf. Ich schaue wirklich, dass die Hüfte gerade ist in einer Linie und dann kippe ich nach vorne. Genau, weil ich weiß, dass die Seite einfach nicht so verspannt ist wie die andere, dehne ich halt hier nur leicht an. Und dasselbe ist mit dem Piriformis auch. Eine Seite ist immer mehr verkürzt wie die andere. Bei mir ist es die rechte, der rechte Gluteus. Piriformis ist immer mehr verkürzt, der ist dominanter, der ist stärker. Genauso wie mein Quad ist rechts stärker wie links. Also muss ich den anders bearbeiten wie die andere Seite. Und so bekommt ihr einen Beckenschiefstand auch selbst wieder hin. Ich mache euch das in einer Viertelstunde weg und euer Bein. Die Beinlänge ist komplett gleich, das kann ich dann sehen, wenn ihr am Boden liegt und ja, ich halte dann die Beine nebeneinander, ist komplett gleich und dann gibt es natürlich Hausaufgaben und ihr müsst daheim weitermachen. Dann die nächste Übung, die ich noch mache für den Beuger ist folgende, ich setze mich hin, die Beine so auseinander, das ist jetzt wieder dasselbe. Ich kann es zum einen jetzt mal so dehnen, indem der Rücken, ich mache den Rücken von der Seite, richtig rund wird. Es ist auch nicht verkehrt, weil es jetzt die unteren zwei Punkte hier im Ischias schön dehnt, mache ich auch ab und zu. Aber wenn ihr den Beuger haben wollt, bei mir ist der jetzt gerade extrem verkürzt, weil ich sehr schwer Kreuzheben gemacht habe. Brust raus. Und am besten ist, wenn ihr das erste Mal macht, dass von hinten der vorsichtig drückt, im oberen Bereich bei der Brustwirbelsäule. Und dann muss es auch zur Kippung kommen. Bei der Übung werdet ihr es dann am meisten spüren. Hier innen im Beinbeuger, hier innen, da vorne. Und dann schaue ich, dass ich so die Fußfesseln nehme. Ich richte mich auf. Die Brust, die kommt raus. Wumm, die ist oben. Und dann entspanne ich. Wie beim Piriformis Video schon erklärt. Ich entspanne, ich atme ein, ich chill. Und wichtig, wieder die Beckenkippung, dass das Becken nach vorne kippt. Weil beim Kreuzheben muss das Becken auch kippen. Wenn ihr es nicht schafft, dass das Becken kippt, entsteht der Buttwink. Warum? Weil der Beuger euch, wie erklärt, setzt unten am Knie an und oben am Becken. Wenn der verkürzt ist, dann zieht der am Becken und dann kannst du dir nur im unteren Rücken diesen Knick hier geben, weil der Beuger verhindert, wenn er verkürzt ist, dass das Becken nach vorne kippt. Also entsteht der Buttwink. Und das ist das Problem. Auch Leute, die viel sitzende Tätigkeit haben, Beuger immer verkürzt, weil ihr eben so sitzt. Und dann baut sich hier mehr Spannung auf, mehr Spannung auf. Jawohl. Ja, und dann konzentriere ich mich da drauf. Und das sind meine Favoriten-Dehnübungen für den Beuger. Dann noch ein Ding bei der Dehnübung ist halt, ihr seid eingespannt. Es kann nicht passieren, wie bei der Übung, die ich als erstes gezeigt habe, als schlechtes Beispiel, dass es hier irgendwie so zur Kippung kommt, weil ihr seid eingespannt, weil ihr habt den Boden praktisch als Ding, wo ihr einfach eingespannt seid. Dann, was ihr noch machen könnt, ist, die ab und zu mache, Brust raus, auf die Seite gehen, auch wieder Beckenkippung, Kippung, Kippung und immer die Brust raus, dann die andere Seite, Brust hoch und Kippung. Und ihr habt wirklich das Gefühl, der Beuger, der reißt euch ab. Ich mache es jeden Morgen, jeden Abend, ich muss es machen, weil sonst kann ich mich nicht mehr bewegen. Vor Schmerzen, weil ich merke sofort, dass meine Beine, die Hüfte, die kippt einfach in eine unnatürliche Position.
Und deswegen sage ich immer, die Hüfte im Powerlifting, die müsst ihr euch immer aufdehnen. Das ist das Wichtigste im Powerlifting, dass die Hüfte aufdehnen ist. Und was ist die Hüfte? Die Hüfte, damit meine ich Iliopsoas, Beinstrecker, Beinbeuger, Rückseite, die ganze hintere Kette, Gesäß gehört mit zur hinteren Kette, Piriformis, das alles ist die Hüfte. Und das sind die wichtigsten Muskeln, wirklich. Dann, was wollte ich noch zeigen? Nur nochmal zu dem Ding, ich kann es ja vormachen. Also wenn ihr das nicht könnt, diese Dehnübung so jetzt, dann könnt ihr auch das hier nicht. Das ist eine Beckenkippung. Genau das. Wumm. Wumm. Außerdem ein aufgedehnter Beuger ist viel leistungsfähiger wie ein verkürzter. Er wird größer, genauso wie schon im Piriformis-Video erklärt. Verkürzte Muskeln sind nicht mehr leistungsfähig, außerdem ein verkürzter Muskel kann nicht größer werden. Wenn ihr ihn aufdehnt, dann ist Platz für mehr Muskel, er kann wachsen und wenn er wächst, dann habt ihr natürlich das Pech, dass ihr noch mehr dehnen müsst, weil wieder noch mehr Volumen, dass der Querschnitt wird größer. Also noch mehr dehnen. Nächster Punkt, das mache ich aber nicht so häufig, das ist die Black Roll. Das mache ich zum Beispiel auch nicht vorm Training. Also vorm Training, bevor ich loslege, Kniebeuge, Kreuzheben, dehne ich immer meinen Piriformis an, meinen Beinbeuger, meinen Iliopsoas, meinen Beinstrecker andehnen. Ich dehne mir den Muskeltonus nicht weg, ich steuere ihn an. Dass die Hüfte auch schön gekippt werden kann, aber nur kurz, halbherzig. Was ich nicht machen würde, wäre vom Training mit dem Ball arbeiten oder mit der Black Roll. Ich sage es euch auch gleich warum. Also wenn ich jetzt das hier mache, erstens, das gibt mir ein beschissenes Gefühl, wenn ich jetzt hier endlos rumhampel. Es ist auch wieder wichtig, Brust raus, dass Spannung auf dem Beuger kommt, Brust raus und dann Rollern. Und dann merke ich es halt schon, es fühlt sich einfach kacke an, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich rolle jetzt da rum. Das ist wie Muskelreiten, wenn ich da rummache auf einen Muskel und dann müsste ich danach schwer beugen. Ich hätte kein gutes Gefühl. Außerdem, wenn ihr euch mit Querfraktionen auskennt und so, wie zum Beispiel, wenn ihr jetzt mit dem Ball arbeitet oder, ich müsste jetzt ein bisschen ausholen, Golferarm, Golferellenbogen, wie bringt man das weg? Durch Querfraktionen. Was bewirken Querfraktionen? Querfraktionen jetzt zum Beispiel, ihr kennt ja diesen Handy-Daumen zum Beispiel. Wenn ihr das habt hier am Handy, das hat bestimmt schon jeder gehabt, dieses Teil hier am Daumen, da musst du auch mit Querfraktionen arbeiten. Dann nehme ich einen Hupfball, einen harten, der wo ziemlich hart ist, leg den auf den Tisch, gehe so rein, wie halt jetzt die Faser verläuft, wie es so läuft, dann arbeite ich so und gehe da rein und mache Querfraktionen. Und gehe richtig rein, gebe Druck drauf und arbeite so. Dann arbeite ich hier, ich gehe richtig drüber, das sind auch Schmerzen. Und die Querfraktionen, was bewirken die? Sie legen den Muskel fast lahm. Das ist wirklich, wenn ihr jetzt einen Freund habt, beziehungsweise einen, den ihr nicht leiden könnt und er würde zum Powerlifting-Wettkampf gehen und ihr macht Querfraktionen im Beinbeuger am Quadrizeps, er wird keine Leistung mehr bringen können. Im Gegensatz zu Faszien-Längsmassagen, die bauen wiederum Spannungen auf. Deswegen, ich bin kein Fan davon, wenn ich jetzt vor einem schweren Training oder überhaupt vom Training irgendwie so mit dem Ball rumarbeite oder mit sowas jetzt. Das Einzige, was ich mache, ist zwischen die Kniebeugsätze, dass ich jetzt leicht zwischen den Sätzen, ich habe da so ein Teil, ich weiß nicht, ob es hier ist, so ein Rollerding, kennt bestimmt mit so einem Griff und roller hier so ein bisschen rum, damit es die Spannung wegnimmt, ganz leicht, damit die Quadrizepssehne nicht so viel Spannung abbekommt. Es ist aber auch das Einzigste, ansonsten reicht mir das völlig aus, wenn ich da andehne. So, das war's zum Beuger. So dehne ich meinen Beuger. Einfach mal nachmachen. Und ich denke, ihr werdet dasselbe fühlen wie ich. Es wird euch sicherlich was bringen. Und schreibt es einfach in die Kommentare, ob es euch auch den Beuger halb rausreißt, wie es bei mir der Fall ist. Und ja, einfach Daumen hoch geben, abonnieren nicht vergessen, in die Kommentare schreiben, was ihr sonst noch sehen wollt. Wirklich, ich bin da offen. Und einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.